Fast 1000 Steinriesen stehen auf einer der einsamsten Inseln der Welt. Und hier, in ihrer Blütezeit, lebte eine ganze Welt. Auf einem Flecken Erde, tausende Kilometer von allem entfernt. Über die Menschen, die diese Riesen erschufen, erzählt man sich seit Jahrzehnten dieselbe Geschichte. Dass sie in ihrer Gier alle Bäume fällten, nur um diese Kolosse zu bewegen, bis sie ihre eigene Welt zerstörten, in Krieg und Hunger versanken und sich selbst auslöschten. Es ist die berühmteste Warnung der Menschheit vor sich selbst. Sie steht in Schulbüchern, in Bestsellern, in unzähligen Dokumentationen. Nur, sie ist falsch. Die Wahrheit ist, dass diese Menschen nie an sich selbst zugrunde gingen. Sie überlebten, jahrhundertelang, auf kargem Fels, mit einer Erfindungsgabe, die uns bis heute Rätsel aufgibt. Nicht einmal, wie sie ihre tonnenschweren Giganten bewegten, haben wir bis vor kurzem wirklich verstanden. Denn ihr wahres Ende begann nicht auf dieser Insel. Es begann irgendwo da draußen. Und was in deinen Schulbüchern steht, ist ein Märchen. Das ist die wahre Geschichte von Rapa Nui und die Geschichte, wie die Welt lernte, sie falsch zu erinnern. Um zu verstehen, was hier wirklich geschah, müssen wir an einen der entlegensten bewohnten Orte der Erde reisen. Rapa Nui, die Osterinsel, liegt so weit draußen im Pazifik, dass das nächste bewohnte Land über 2000 Kilometer entfernt ist und das südamerikanische Festland rund 3700. Dass hier überhaupt Menschen ankamen, ist eine der größten Leistungen der Seefahrtsgeschichte. Vor rund 800 Jahren erreichten polynesische Seefahrer diese Insel. In offenen Kanus, geführt von Sternen, Wellen und dem Flug der Vögel. Sie fanden kein Paradies. Sie fanden einen einsamen Vulkanfelsen mit kargen Böden, ohne Korallenriff, ohne Fluss. Damals war die Insel bewaldet, bedeckt von einer riesigen, heute ausgestorbenen Palmenart. Und die Menschen, die kamen, taten, was ihre Vorfahren über den ganzen Pazifik getan hatten. Sie richteten sich ein. Sie brachten Hühner mit und die Süßkartoffel und begannen, dem kargen Land eine Ernte abzuringen. Mit der Zeit, als die Gemeinschaften wuchsen, begannen sie das zu erschaffen, wofür die Welt diese Insel heute kennt. Sie hauten Riesen aus dem Fels, die Moai. Steinerne Ahnen, die über das Land wachten, die meisten mit dem Gesicht dem Dorf zugewandt, den Rücken zum Meer. Für die Menschen von Rapa Nui waren sie keine Kunstwerke. Sie waren die Anwesenheit der Vorfahren selbst, steinerne Wächter über eine Welt am Rand des Nichts. Doch über die Jahrhunderte geschah etwas, das die berühmte Geschichte überhaupt erst geboren hat. Der Wald verschwand. Das ist keine Erfindung. Die einst bewaldete Insel wurde kahl. Und die alte Erzählung hat dafür eine einfache Erklärung. Die Menschen fällten ihn selbst, blind und gierig, bis kein Baum mehr stand. Aber die neuere Forschung erzählt einen anderen Hergang. Denn die Menschen waren nicht allein an Land gegangen. Mit ihnen kam ein blinder Passagier, winzig, unscheinbar, die polynesische Ratte. Auf einer Insel ganz ohne natürliche Feinde vermehrten sich diese Ratten explosionsartig. Modelle zeigen, aus einem einzigen Paar können in wenigen Jahrzehnten Millionen werden. Und diese Ratten fraßen die Samen der Palmen. Nach manchen Schätzungen fast alle. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Menschen rodeten für ihre Felder und für Feuer, aber sie waren nicht allein. Während sie Bäume fällten, fraßen die Ratten die Samen, aus denen neue hätten wachsen sollen. So fiel der Wald von zwei Seiten zugleich, gefällt von den einen, an seiner Nachkommenschaft getroffen von den anderen. Kein gieriger Rausch, um Statuen zu bewegen, sondern ein leises Zusammenspiel über Generationen. Und damit stand dieses Volk vor einer Katastrophe. Der Wald war weg. Nach jeder Logik, die die alte Geschichte behauptet, hätte jetzt das Sterben beginnen müssen. Der Hunger, der Krieg, der Zusammenbruch. Aber es begann nicht. Warum nicht? Um das zu beantworten, müssen wir erst das größte Rätsel dieser Insel lösen. Jenes, aus dem die falsche Geschichte überhaupt erst entstand. Wie um alles in der Welt bewegten diese Menschen ihre Riesen. Fast 1000 Moai gibt es. Manche wiegen so viel wie mehrere Lastwagen. Gehauen wurden fast alle an einem einzigen Ort, dem Steinbruch am Vulkan Rano Raraku. Von dort mussten sie über die halbe Insel an ihren Platz, kilometerweit. Ohne Rad, ohne Zugtiere, ohne Metall. Und genau hier setzt die alte Erzählung an. Sie sagt, dafür brauchten sie Bäume. Unmengen an Baumstämmen, um die liegenden Kolosse darüber zu rollen. Also fällten sie den ganzen Wald
und besiegelten ihr Schicksal. Eine saubere, schreckliche Logik. Nur haben Forscher sie überprüft und etwas ganz anderes gefunden. Die Überlieferung der Rapa Nui selbst sagt seit jeher, die Moai sind zu ihren Plätzen gegangen. Sie liefen. Lange hielt man das für einen Mythos, bis Archäologen es ausprobierten. Die Statuen, die auf dem Weg vom Steinbruch zurückblieben, verraten das Geheimnis. Ihre Basis ist leicht gerundet, D-förmig, der Körper nach vorn geneigt. Genau so, dass man sie mit Seilen abwechselnd zur Seite kippen kann und sie bei jedem Kippen ein Stück nach vorne setzt. Sie watscheln, wie man einen schweren Kühlschrank durch die Küche bewegt. Und das Erstaunliche, es braucht dafür keine Massen und keine Baumstämme. Experimente zeigten, dass eine kleine Gruppe genügt, mit ein paar Seilen und dem richtigen Rhythmus. Diese Laufmethode ist heute die überzeugendste Erklärung, noch nicht der endgültige Beweis, aber sie passt zu allem, was man findet. Und sie zeigt, um diese Riesen zu bewegen, musste kein einziger Baum fallen. Damit bricht eine der tragenden Säulen der alten Geschichte weg, die Idee, der Wald sei geopfert worden, nur um die Statuen an ihren Platz zu rollen. Kehren wir also zurück zu der Frage, die eben offen blieb. Was geschah, als der Wald verschwand? Die alte Geschichte sagt, Hunger, Krieg, Untergang. Aber sieh dir an, was die Funde zeigen, denn hier liegt der Kern der ganzen Sache, das eine Bild, das die Legende nicht erklären kann. Ein Volk, dessen Wald vollständig verschwand und dessen Bevölkerung trotzdem nicht abstürzte, sondern weiterlebte, Generation um Generation. Diese eine Tatsache passt in keine Selbstmordgeschichte. Sie ist ihr Widerspruch. Denn statt zusammenzubrechen, taten diese Menschen das, was sie schon immer am besten konnten. Sie passten sich an. Ohne Wald wurde ihre Steingartenkunst zur Lebensader. Sie bedeckten immer mehr Felder mit Steinen, die Feuchtigkeit und Wärme hielten und Mineralien freisetzten. Dazu Hühner, dazu das Meer. Es war nicht bloß Überleben in Verzweiflung. Es war ein durchdachtes, funktionierendes System auf einem der lebensfeindlichsten Flecken der Erde. Und die Forschung kann das heute messen. Mit Satellitenbildern und Computeranalyse haben Wissenschaftler kartiert, wie viel Fläche diese Steingärten wirklich einnahmen. Also wie viele Menschen die Insel überhaupt ernähren konnte. Das Ergebnis zertrümmert die alte Erzählung von einer Bevölkerung, die ins Unermessliche wuchs und dann abstürzte. Die Insel konnte wohl nie mehr als ein paar tausend Menschen tragen. Schätzungen liegen bei rund 2.000 bis knapp 4.000. Und so viele lebten hier auch, über lange Zeit erstaunlich stabil. Es gab nie eine Massenbevölkerung, die kollabieren konnte. Der große Zusammenbruch? Er hat nie stattgefunden. Es gibt einen letzten, unabhängigen Beweis. Und er zeigt, dass das Ende dieses Volkes nicht von innen kam. Die Analyse alter DNA aus den Gebeinen der Insulaner zeigt eine Bevölkerung, die ruhig und stetig wuchs. Vom 13. Jahrhundert an, ohne inneren Einbruch, ohne Massensterben. Dieses Wachstum hielt jahrhundertelang, bis zu den Katastrophen, die erst im 19. Jahrhundert hereinbrachen. An einem Ostersonntag im Jahr 1722 erschien am Horizont etwas, das diese Menschen noch nie gesehen hatten. Ein europäisches Schiff. Ein niederländischer Seefahrer ging vor Anker und gab der Insel den Namen, den die Welt bis heute benutzt: Osterinsel. Noch hielt alles, was die Insel über Jahrhunderte getragen hatte, aber die Welt hatte sie gefunden und würde sie nicht mehr in Ruhe lassen. Die ersten Begegnungen waren kurz und oft blutig. Doch die eigentliche Gefahr war nicht das Schwert, es war das Unsichtbare, das die Fremden mitbrachten. Krankheiten, gegen die auf dieser isolierten Insel niemand Abwehrkräfte besaß. Über die folgenden Jahrzehnte kamen weitere Schiffe. Und mit den Jahren und den Schiffen wurde das Fundament dieses Volkes ein Stück brüchiger, leise, unsichtbar, von außen. Doch das Schlimmste stand noch bevor. Und es kam mit einem Datum, das kaum jemand kennt. Im Dezember 1862 erreichte eine Flotte von Schiffen die Insel. An Bord Sklavenjäger aus Peru. Mit Gewalt und Täuschung verschleppten sie die Menschen von Rapa Nui zu Hunderten, dann zu Tausenden. Innerhalb weniger Monate war ein großer Teil der Inselbevölkerung geraubt oder getötet, darunter, so die Berichte, der König, sein Erbe und viele Wissensträger. Und mit ihnen verschwand etwas, das nie zurückkehren sollte. Denn Rapa Nui besaß eine eigene Schrift, Rongo Rongo, in Holz geritzte Zeichen. Mit den Verschleppten riss die Kette derer ab, die sie noch lesen konnten. Bis heute kann niemand auf der Welt sie entziffern. Ein ganzes Gedächtnis, auf einen Schlag ausgelöscht.
Internationaler Druck erzwang schließlich die Rückkehr einiger Verschleppter. Doch von denen, die man raubte, starben rund 9 von 10 in der Fremde, an Erschöpfung und Krankheit. Und die wenigen, die zurückkehrten, brachten die Pocken mit. Was die Sklavenjäger übrig gelassen hatten, raffte nun eine Seuche dahin. Um das Jahr 1877 lebten auf Rapa Nui noch 111 Menschen. 111. Von einem Volk, das Jahrhunderte auf dem entlegensten Fleck der Erde überdauert hatte. Das war der wahre Zusammenbruch der Osterinsel. Er kam nicht von innen, er kam über das Meer. Bleibt eine Frage, die unbequemer ist als jede Statue. Wenn all das so ist, warum kennt dann fast jeder die Geschichte vom Selbstmord und kaum jemand die von den Sklavenschiffen? Weil die Selbstmordgeschichte eine bequeme Geschichte ist. Sie macht die Opfer zu Tätern. Sie verwandelt einen Raubmord in eine selbstverschuldete Tragödie und nimmt damit denen die Schuld, die wirklich kamen. Und sie passt perfekt in unsere eigene Angst vor Umweltzerstörung. Eine saubere, schreckliche Warnung, die uns mehr über uns selbst erzählt als über Rapa Nui. Es ist eine Geschichte, die wir zu gerne glauben wollten. Vielleicht ist sie deshalb so schwer loszuwerden. Denn Rapa Nui ist kein Mahnmal des Untergangs. Die Rapa Nui gibt es bis heute. Ihre Nachfahren leben und ihre steinernen Ahnen stehen wieder aufrecht über dem Land. Was hier fast starb, war nicht nur das Volk, es war auch die Wahrheit über das Volk. Vielleicht ist das die eigentliche Lehre der Osterinsel, dass die gefährlichste Geschichte nicht die ist, die ein Volk über sich selbst erzählt, sondern die, die andere über es erzählen, wenn niemand mehr da ist, um zu widersprechen. Das war Chronarch. Wenn dich die Reiche der Vergangenheit und die möglichen Welten von morgen interessieren, dann bleib dabei und abonniere. Das nächste Rätsel wartet in Südamerika, in der größten Stadt aus Lehm, die je gebaut wurde. Doch was ihr Volk tat, um die Götter zu besänftigen und eine drohende Katastrophe abzuwenden, zählt zu den erschütterndsten Funden der Archäologie.